Hallo und willkommen bei Motorkrank. Heute zeige ich euch, wie man die Stoßdämpfer austauscht, die Domlager und Wälzlager austauscht, sowie die Staubschutzmanschetten und Anschlagpuffer. Bleibt dran! Ja, heute tauschen wir die Stoßdämpfer am Renault Scenic. Der hat McPherson Federbeine an der Vorderachse und dementsprechend ist das Vorgehen auch für alle anderen Fahrzeuge, die ähnlich aufgebaut sind, exakt das gleiche. Sind die Stoßdämpfer an der Vorderachse defekt, ist das Fahrverhalten nicht mehr ganz optimal. Ganz schlimm wird es, wenn zusätzlich noch die Dom- bzw. die Wälzlager abgenutzt sind und beschädigt sind. Dann hat man noch zusätzlich Schläge, Knarzen beim Lenken und dergleichen. Also keine schönen Dinge und vor allem verändert sich dann, wenn das Domlager oben beschädigt ist, auch der Nachlauf und das Fahrzeug fährt nicht mehr wirklich geradeaus. Also alles Gründe, um einmal die Stoßdämpfer und auch die Domlager gleichzeitig zu wechseln, denn sind die Stoßdämpfer hin, sind sehr wahrscheinlich auch die Domlager schon im letzten Drittel ihres Lebens. Es lohnt sich immer, die Domlager direkt mitzumachen. Ich zeige euch ganz kurz, was ich bestellt habe und was heute gewechselt wird und dann geht es auch schon ans Auto. Was haben wir also jetzt gekauft? Wir haben einmal einen Satz Stoßdämpfer für die Vorderachse. Ich habe neue Staubschutzmanschetten inklusive der Anschlagpuffer noch besorgt, da diese Staubschutzmanschetten gerne kaputt gehen und infolgedessen dann eben auch Dreck auf die Kolbenstange des Dämpfers kommt und dann der Dämpfer mit der Zeit undicht wird. Ja, und dadurch, dass ein Domlager bei mir mindestens defekt ist und der Wagen jetzt schon über 130.000 Kilometer hat, wird auch das Domlager und das Wälzlager ersetzt. Das Wälzlager, denke ich mal, ist bei mir defekt. Ich habe da ein komisches Knacken beim Lenken und der Wagen fährt auch auf der linken Seite den Reifen ab. Also da passt irgendetwas nicht mehr mit der Geometrie, passt dann auch zu den Geräuschen, die ich entsprechend habe, von links vorne, dass dieses Wälzlager kaputt ist. Ja, das sind dann auch alle Teile, sollte so in 2,5-3 Stunden machbar sein. So, der Wagen ist jetzt aufgebockt. Ich habe dafür die originalen Stellen verwendet, an denen das Fahrzeug eben auch auf einer Bühne dann abgestützt wird. Einmal rechts und einmal links. Wir fangen zwar jetzt gleich unter dem Fahrzeug bzw. im Rathaus an, aber wie man sieht, hier jetzt speziell bei dem Fahrzeug, beim Renault Scenic, ist hier oben noch die Abdeckung der Scheibenwischer im Weg. Genau da drunter ist der Dom, der Federdom, und genau darunter sind dann auch die Schrauben, an die wir ran müssen, um unser Domlager oben zu lösen und das Federbein entnehmen zu können. Ja, und beidseitig aufgebockt, wie gesagt, haben wir, weil hier der Stabilisator über die Koppelstange an unserem Federbein befestigt ist. Wollen wir jetzt hier oben die Schraube lösen, dann steht das Ganze unter Spannung, wenn es nur einseitig aufgebockt ist. Deswegen, hier machen wir uns das Leben einfach, beidseitig aufbocken und dann ist das auch eine saubere und vor allem sichere Sache. So, los geht's hier unten am Federbein. Hier ist das Federbein, das ist hier unten einmal im Radträger verschraubt. Bevor wir jetzt aber hier unten diese Schraube, diese Klemmschraube lösen, um das Federbein nach oben rausnehmen zu können, müssen wir hier oben die Koppelstange lösen. Gut, die Schraube ist jetzt sauber an der Stelle. Jetzt kann ich das Ganze lösen. Einmal hier mit einem Imbusschlüssel gegenhalten und dann die Mutter hier abnehmen. So, wenn wir jetzt einmal auf die andere Seite gehen, dann haben wir hier unten die Klemmschraube vom Federbein. Die muss gelöst werden. Da sehen wir hier von der anderen Seite das Gewinde. Das Gewinde bitte auch vor dem Lösen einmal entrosten. Die Schraube bitte komplett rausnehmen, denn diese Schraube klemmt das Ganze hier nicht nur, sie sichert auch
das Federbein vor dem Rausrutschen. Wie genau, zeige ich gleich am Federbein selbst. Da ist nämlich nochmal eine Lasche dran. Gut, und wie man sehen kann, habe ich jetzt hier auf den Rand auch schon Kriechöl drauf gesprüht und bin einmal mit der Drahtbürste drüber gegangen. Das Ganze lässt sich jetzt hier scheinbar ganz gut lösen. Mit leichten Hammerschlägen hier auf den Radträger löst sich der Radträger und ja, das Ganze hier wandert nach unten. Das Federbein bleibt oben. Okay, es ist rausgekommen, ziemlich gut sogar. Normalerweise ist das hier je nach Fahrzeugalter auch verrostet innen drin. Das sieht super gut aus an der Stelle. Hier hinten sieht man auch nochmal, das ist letzten Endes offen da hinten. Und genau das ist dann die Stelle, an der die ganze Sache dann geklemmt wird. Das hier wird jetzt trotzdem nochmal gereinigt. Ich habe auch den ganzen Träger jetzt hier nochmal da oben am Fahrschemel selbst befestigt, dass mir das nicht nach außen klappt. Ja, hier unten sind wir fertig. Das Federbein hängt jetzt hier nur noch lose drin. Jetzt müssen wir oben am Dom die Schrauben lösen. Okay, und wie gesagt, wir müssen jetzt hier einmal die Scheibenwischer entfernen. Da sind dann die Schrauben hier unter diesen Abdeckkappen. Dann kann man die Scheibenwischer nach oben abziehen. Ja, dann kommen sie zur Seite. Am besten vorher merken, in welcher Position sie drauf waren oder dann eben eine kleine Markierung hier mit dem Edding machen, dass die Scheibenwischer auch wieder genau in dem Winkel aufgesteckt werden. Danach wird jetzt hier bei dem Modell einmal diese Plastikverkleidung, dieser Windfang gelöst. Da sind hier ein paar kleine Schrauben und ich glaube, hier oben in der Scheibe sind noch jeweils ein paar kleine Klipse, in denen das eingesteckt ist. Und schon haben wir Zugang, hoffentlich, zu unserem Domlager. Ja, das ging schnell. Jetzt haben wir 3 Schrauben hier oben, die das Domlager halten. Das ist eine hier vorne, eine da hinten und eine kann man da durchblitzen sehen. Auf der Seite, ja, natürlich schön verbaut vom Wischergestänge. Ich denke, da kommt man aber trotzdem relativ gut dran. Hier geht es relativ einfach. Das heißt, diese 3 Schrauben werden gelöst und dann können wir auch schon die Federbeine nach unten rausnehmen. So, ich habe die hinteren beiden Schrauben jetzt raus. Die vordere habe ich nochmal leicht reingeschraubt. Die werde ich erst jetzt komplett rausnehmen, denn jetzt muss aus dem Radkasten raus das Federbein festgehalten werden, dass das nicht nach unten fällt. Und jetzt kann das Federbein durch den Radkasten nach vorne rausgenommen werden. Da ist es. Bevor ich jetzt das Federbein im Schraubstock einspanne, um die Feder zu entnehmen, zeige ich hier ganz kurz nochmal dieses Sicherungsblech. Dieses Sicherungsblech ist dafür da, dass wenn sich die Schraube lösen sollte, unsere Klemmschraube, die hier eben drauf ist, dass das Federbein nicht trotzdem nach oben rausrutschen kann. Die Schraube bleibt also hier hängen an dieser Nase und ist damit gesichert. Ist auch der Grund, warum die Schraube komplett entfernt werden muss. Das Federbein ist jetzt hier im Schraubstock fest eingespannt. Jetzt können wir anfangen, das Ganze zu zerlegen, denn wir müssen ja unsere Feder hier rausnehmen, um die wieder in das neue Federbein einzubauen. Um jetzt hier den Druck runterzunehmen, braucht ihr natürlich einen Federspanner. Federspanner, die habe ich jetzt schon, ja, sagen wir mal mindestens 20 Jahre. Da gibt es auch andere Varianten, modernere Dinge, die tun aber, was sie tun sollen. Sie spannen nämlich diese Feder. Und das machen sie, indem hier oben und unten mit diesen Krallen angegriffen wird an der Feder und dann wird hier über das Gewinde das Ganze zusammengeschraubt. So, und dann wird diese Feder entlastet. Die ganze Sache, wenn ihr davon keine Ahnung habt und keine guten Federspanner habt, ist das unter Umständen sehr gefährlich. Denn sobald ihr hier oben an der Kolbenstange die Schraube löst, kann es passieren, dass im Prinzip diese Feder sich entspannt und euch das Domlager ins Gesicht schlägt. Oder sonst wohin. Also auf jeden Fall
gutes Werkzeug verwenden, Federspanner verwenden, die Federspanner sorgfältig ansetzen, sorgfältig auf beiden Seiten gleichmäßig runterspannen. Deswegen gibt es hier 2. Ansonsten verspannt sich die Feder, geht nur in eine Richtung und ihr kriegt hier auch kein neues Domlager mehr drauf. Also Federspanner ansetzen auf beiden Seiten, gleichmäßig spannen. Sobald hier auf dem Domlager kein Druck mehr drauf ist durch die Feder, kann man anfangen, hier oben die Schraube zu lösen. Ich setze die Federspanne an und dann lösen wir die Schraube. Okay, die Federspanner sind jetzt gespannt. Hier muss man natürlich auch immer, je nachdem, wie man hier arbeitet, mit dem Schraubstock aufpassen, dass die Gewinde dann eben nicht auf den Schraubstock drauf kommen. Jetzt habe ich die beiden Federspanner so weit gespannt, dass hier oben der Druck runter ist von unserem Domlager. Als nächstes kann ich hier oben die Schraube vom Domlager nehmen, beziehungsweise hier von der Kolbenstange. Das ist jetzt hier in meinem Fall eine 18er. Und ich habe hier einen schön gekröpften Ringschlüssel und dafür dann nochmal gegenhalten mit einem Imbus. Und dann kann man das Ganze lösen. Theoretisch. Also man sieht, die Schraube hat sich jetzt gelöst von der Kolbenstange und auf den letzten Millimetern ist sie dann hängen geblieben, hat die ganze Kolbenstange mitgedreht. Kein Problem, sobald sie jetzt gelöst ist, kann ich auch weitermachen mit dem Gabelschlüssel. So, die Schraube beiseite, und wenn ihr jetzt anfangt, das Ganze zu zerlegen, dann bitte so zerlegen, dass ihr die Einzelteile nach oben abnehmt und dann genauso wie sie drauf waren, dann auch ablegt. Ist jetzt hier relativ simpel der Aufbau. Es gibt aber dann auch teilweise dann Varianten, wo nochmal Unterlegscheiben hier vorne oben sind, welche hier unten drunter sind und so weiter. Also so wie man es demontiert auch hinlegen, dann könnt ihr das abgucken bei der Montage des neuen Lagers. So, hier ist das Wälzlager. Okay. Wie man sieht, ist das Wälzlager defekt. Es hat sich sogar gelöst. Innen drin sieht es noch relativ gut aus. Das hat aber Geräusche gemacht. Das war nicht mehr so klasse. Ja, bewegt sich auch nicht mehr wirklich gut. Also das ist hin. Gut, dass wir es tauschen. So, die Kolbenstange ist für den Transport hier gesichert. Wir müssen hier oben sowieso die Kolbenstangenmutter abnehmen. Dann können wir auch gleich die Sicherung entfernen. Dafür die Kolbenstange einmal nach unten drücken und die Sicherung unten wegnehmen. Die Kolbenstange ist einmal nach oben ausgefahren. Jetzt kann ich den brandneuen Staubschutz hier drüber stecken, inklusive dem, wie man hier oben sieht, dem Anschlagpuffer, den wir eben brauchen, falls das Fahrzeug mal komplett eintaucht, dass es hier eben auf dem Puffer ist und nicht durchschlägt und der Dämpfer auf Block geht. So, jetzt sind sie fest miteinander verbunden und schützen die Kolbenstange. Jetzt kommt die Feder wieder drauf, die ist ja immer noch mit den Federspannern vorgespannt. Als nächstes das neue Wälzlager. Hier auch immer darauf achten, dass das dann auch wirklich hier am Federende am Anschlag anliegt. Und obendrauf dann das eigentliche Domlager. So, hier ist jetzt eine neue Unterlegscheibe dabei bei der neuen Kolbenstangenschraube. Die kommt natürlich drauf. Nochmal die Ausrichtung prüfen. Hier liegt das Wälzlager noch nicht ganz an. Am Anschlag hier unten die Ausrichtung prüfen, ob hier die Feder anliegt,
ob die korrekt in ihrem Sitz drin liegt. Ja, und nun gilt es, diese Schraube hier wieder festzudrehen. Wieder mit dem, ja in diesem Fall jetzt 19er Ringschlüssel und dem 6er Imbus. So, die Schraube ist festgezogen. Jetzt kann ich als nächstes den Federspanner wieder lösen. Und da ich jetzt langsam etwas ungeduldig werde, nehme ich den Schlagschrauber dafür. So, nochmal die Feder prüfen auf den korrekten Sitz. Einmal unten und einmal oben am Wälzlager. Das neue Wälzlager, ja, bewegt sich auch deutlich besser als das alte. Somit ist ein Federbein fertig und ist fertig für den Einbau. So, jetzt kann das Federbein von unten wieder eingesetzt werden. Und die Schraubengewinde habe ich natürlich vorher gereinigt. Die lassen sich jetzt wieder wunderbar reinschrauben. So, hier oben sind jetzt alle Schrauben auf das Drehmoment festgezogen mit 21 Newtonmetern und jetzt kann es unten weitergehen. So, hier ist unser neues Federbein. Ich mache jetzt hier nochmal das Auge sauber, also da, wo die Klemmung ist, um wirklich keinen Dreck da reinzubekommen. So, das sieht soweit schon sehr gut aus. Und jetzt muss ich dann doch das Ganze nach vorne ziehen, um es jetzt hier wieder einzufädeln, unser Federbein. Und jetzt die ganze Sache mit dem Wagenheber unten am Querlenker anfassen und nach oben aufpressen, bevor wir dann die Schraube wieder aufsetzen können. So, an der Schraube ist das Gewinde gereinigt. Jetzt kann der Halter vom Bremsschlauch wieder aufgesetzt werden und die Schraube eingesetzt werden. So, das erforderliche Drehmoment hier jetzt an dieser Klemmschraube sind 62 Newtonmeter. So, weiter geht es hier mit der Koppelstange. Einmal von hinten durchstecken und festschrauben. So, beide Federbeine sind jetzt wieder eingebaut. Ich möchte euch gerade mal zeigen, wie ein defekter Stoßdämpfer aussieht. Und das ist der, der hier auf der Beifahrerseite eingebaut war. Man sieht hier einmal, alles ist ölverschmiert. Der Stoßdämpfer ist hier oben also undicht geworden. Das hier ist alles ölverschmiert, beziehungsweise ist dann auch schon zu einer festen Pampe hier geworden. Und am Stoßdämpfer bis nach unten ist überall das Öl und das hat sich hier dann festgesetzt mit dem Dreck und Staub. Der Stoßdämpfer hat jetzt so keine Mucken gemacht, also es hat sich jetzt nicht unbedingt so angefühlt, als wäre er kaputt. So kommt man aber auf keinen Fall durch die Hauptuntersuchung. Und was man noch ganz gut sehen kann, das Öl, was hier ausgetreten ist, das hat auch hier oben einmal diese Staubschutzmanschette innen drin komplett voll gemacht. Und zudem ist jetzt hier dieser Anschlagpuffer, wenn man das mal im Vergleich sieht, ja, der hat sich komplett verändert, der ist geschrumpft. Der sitzt also auch hier gar nicht mehr drin in dieser Muffe. Und er fällt hier einfach mal so auf der Kolbenstange nach oben, nach unten. Der ist komplett klein geworden. Im Vergleich zu denen, die ich jetzt verbaut habe, ist der irgendwie so gutes Drittel kleiner geworden und kürzer geworden. Das alles hat jetzt dieses alte Öl bzw. das Dämpferöl hier bewirkt. Auf der anderen Seite der Dämpfer, der ist dicht gewesen, hat natürlich jetzt auch schon seine 130.000 Kilometer gehabt, aber hier auf der Fahrerseite war ja dann das Wälzlager kaputt. Jetzt ist es wieder drauf. Das hat dann auch, als der Wagen aufgebockt war und man den Reifen bewegt hat, also gelenkt hat, da hat es da oben im Wälzlager immer schön geknackt.
So, am Fahrzeug habe ich jetzt hier den Windlauf auch schon wieder montiert, die Scheibenwischer montiert und festgezogen. Eigentlich muss er nur noch abgelassen werden, denn die Reifen sind auch schon drauf. Drehmoment nicht vergessen, an den Radschrauben ist schon öfters, beziehungsweise ist auch schon vielen Leuten passiert, die dann auf einmal auf dem Weg in Urlaub waren und ein kleines Poltern an der Vorderachse bemerkt haben. Also das ist nicht unbedingt ungefährlich, auf jeden Fall die Räder wieder anziehen, wenn der Wagen jetzt abgelassen ist. Genau das werde ich jetzt auch gleich machen. Ist nämlich immer noch aufgebockt. Aber ich denke, ihr habt das schon oft genug gesehen und das muss ich euch auch nicht erklären. Wenn ich das erklären sollte, dann glaube ich, solltet ihr euch von dem Rest auch fernhalten, den wir heute gemacht haben. In allem ist das eigentlich eine sehr, sehr, sehr simple Sache. Ist wirklich schnell gemacht. Sagen wir mal, ich habe jetzt circa 2 Stunden gebraucht. Mit Filmen waren es dann knapp 3 mittlerweile. Aber das ist alles machbar. Ich lasse den Wagen jetzt ab und bin soweit fertig. Wenn es euch gefallen hat und ihr habt was gelernt, dann gebt auf jeden Fall mal ein Like. Ansonsten könnt ihr auch gerne abonnieren. Ich mache weitere solche Maintenance-Videos. Und da ich ein paar Fahrzeuge habe, werden da auch noch ein paar Videos der Art kommen. Also, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Bleibt motorkrank.